Heute ist Tag 13 auf dem Camino Portugues Central von Porto bis Santiago mit der Routenvariante Espiritual. Und heute komme ich in Santiago an. In diesem Video kannst du mich auf meine letzten Meter nach Santiago begleiten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. In der letzten Nacht habe ich mir ausnahmsweise ein Einzelzimmer für mich gegönnt, um richtig entspannt die letzte Etappe antreten zu können. Und ich freue mich schon sehr auf meine Ankunft in Santiago, da einige Pilgerfreunde schon auf mich warten und andere gleichzeitig ankommen werden. Das letzte Mal, als ich in Santiago angekommen bin, war für mich super emotional. Dadurch, dass ich eigentlich jeden Tag mit den Schmerzen der Blasen zu kämpfen hatte und jeder Schritt eine Qual war und ich dann tatsächlich nach den 280 Kilometern angekommen bin. Das hat mich total überwältigt. Ich bin mal gespannt, wie es heute sein wird. Bis jetzt ist es auch noch ziemlich ruhig auf dem Weg. Ich habe einen Pilger vor mir und aber soweit ich sehen kann, niemand hinter mir. Ich habe jetzt beschlossen, hier am Wegesrand noch meine Matepause zu machen. Und dann werde ich die vorbeiziehenden Pilger ein bisschen beobachten und in Gedanken schwelgen. Es hat richtig Spaß gemacht, da zu sitzen und allen einen guten Weg zu wünschen. Und ich hatte einfach sehr nette Gespräche und habe es sehr genossen und nun geht es weiter. Und als ich da so saß, habe ich festgestellt, wie viele tatsächlich unterwegs sind. Solange ich in Bewegung war, hat mich keiner überholt und dadurch wirkte es so wenig. Aber wenn du mal 5 Minuten sitzt, dann ziehen unzählige Pilger an dir vorbei. Und ich glaube, heute sind viele ein bisschen zügiger unterwegs als normal, weil jeder freut sich schon, in Santiago anzukommen. Nur noch 14,5 Kilometer. Santiago rückt näher. Und diesmal nutze ich für die Navigation in Santiago die App mappy.com, weil in Santiago selbst gibt es dann viele Abzweigungen, die aber dann teilweise noch mal ein paar Kilometer außenrum führen. Also ich will dann wirklich den kürzeren Weg nehmen und das nicht noch endlos in die Länge ziehen. Bei der Ankunft in Santiago begleiten einen sehr gemischte Gefühle. Das eine ist die Freude anzukommen und das andere die Traurigkeit, dass der Weg nun vorbei ist. Ich bin wirklich froh, dass diesmal der Weg für mich noch weitergeht. Somit wird der Weg erst in Murcia vorbei sein und ich glaube, dass es dann ein wirklich gelungener Abschluss ist. Und ich bin auch echt gespannt, was dann für Gefühle aufkommen. Nur noch 13,5. Ich hatte schon von weiter Entfernung traumhafte Klänge von Klaviermusik gehört, die ich aber nicht zuordnen konnte. Letztendlich habe ich den Klavierspieler gefunden und er beglückt die Pilger auf ihren Weg. Leider kann ich hier die Originalaufnahme nicht verwenden, weil ich Angst vor einer Urheberrechtsverletzung habe. Deswegen blende ich diese Musik hier ein. Die Musik ist so schön.
Ich kann jetzt tatsächlich ein paar Freudentränen nicht unterdrücken, weil es einfach so schön war. Das Problem, weshalb ich die Musik rausschneiden muss, ist halt die GEMA. Wenn es bekannte Stücke sind, kann ich es halt nicht in YouTube lassen. Und ich kenne das Lied, ich weiß zwar nicht, wie es heißt, aber deswegen werde ich es mit irgendeiner schönen Musik unterlegen. Wie süß seid ihr denn? Oh mein Gott, seid ihr süß. Ich bin jetzt kurz vom Camino abgewichen, weil eine Bar angeschrieben war, die Frühstück hat. Und ich dringend für kleine Mädchen musste wegen dem Mate, so viel Flüssigkeit. Und jetzt habe ich mir hier ein riesiges Croissant geholt, das werde ich noch essen und dann geht's los. So, ich bin jetzt wieder auf der Pilgerautobahn. Das letzte Stück nach Santiago geht weiter. Ein bisschen über 11 Kilometer. Aber es ist schon knallheiß. Deswegen versuche ich jetzt ein bisschen schneller zu gehen. Jetzt ist zum Glück mal ein Stück im Schatten. Das tut so gut. Heute soll es 34 Grad werden. Und keine Ahnung, wie warm es jetzt schon ist. Juhu, unter 10. Mir läuft das Wasser runter, weil es so heiß ist. Aber ich versuche jetzt ziemlich durchzuziehen, um aus der Hitze rauszukommen. Weil es wird ja mit jeder Minute sozusagen wärmer. Immer weiter bergauf. Nur noch 8. Irgendwie fehlen hier gerade so ein bisschen die Pfeile. Oder ich bin blind, aber da vorne laufen andere Pilger, also vermute ich mal, dass es richtig ist. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist gut. Noch 7,5 und ein Stück Schatten. Oh ja, das brauche ich jetzt. Die Sonne ist so kochend heiß. Aber ich weiß inzwischen, dass es einfacher ist für mich, einfach durchzuziehen und keine Pause zu machen, weil nach der Pause tue ich mir immer schwer, wieder zu starten. Die ersten 5 Minuten sind meistens leicht humpelnd und sehr langsam. Und deswegen laufe ich jetzt noch ein bisschen bis 2-3 Kilometer davor. Dann mache ich eine Pause, gebe einen anderen Bescheid und dann kann Santiago schon sehen. Und 2 junge Spanier mit dem Auto haben gerade angehalten und haben gefragt, wo ich gestartet bin und haben nicht schlecht geschaut. Die haben wahrscheinlich den Camino noch nicht gemacht. Sie haben mir auf jeden Fall einen guten Weg gewünscht und waren auch erstaunt, dass ich weiter bis Finisterre und Luxia gehe. Na, für euch 2 Süßen muss ich kurz anhalten. Ah, wie sie sich gegenseitig putzen. Süß. Noch 7 Kilometer. 6,5.
Santiago, ich komme mit großen Schritten. So circa 5 Kilometer vor Santiago war nochmal eine richtig süße Bar. Da werde ich, glaube ich, nochmal einen Stopp einlegen und ein alkoholfreies Bier trinken, wenn sie haben. Weil wenn ich was Alkoholisches trinke, wird es mir ein Vogel raushauen. Aber so ein alkoholfreies Bier, ja. Der Anstieg hatte es nochmal in sich und ging ganz schön in die Beine. Hier ist das süße Café. So, nach der kleinen Pause geht es nun weiter, die letzten 5,5 Kilometer, und ich habe mich auch schon angekündigt, damit die anderen auf mich warten können. Und ich habe mir jetzt auch noch ein Armbändchen gekauft. Das ist Spanisch und bedeutet: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Das hatte ich damals auch bei meinem ersten Camino gekauft, aber leider verloren. Und deswegen bin ich froh, dass ich es wieder habe. So, und wenn ich mich richtig erinnere, müssten bald diverse Abzweigungen kommen, die zwar alle zur Kathedrale führen, aber unterschiedlich lang sind. Und diesmal werde ich besser gucken, welchen Weg ich einschlage, weil ich das letzte Mal total außen rum gelaufen bin. 4 Kilometer. Fast da. Wer denkt, dass so nahe an Santiago noch so traumhafte Wälder sind, das ist schon krass. Ich habe Roy wiedergefunden. Good for Santiago, he's back. Found him in a hole. And we are going the last 3 kilometers now. And Roy is with his two Sherpas. Yes. So Sherpa 1 is Simone. She's carrying his backpack because it's broken. No, she's carrying his backpack because I've hurt my Achilles tendon. And, so we attend you for the last piece. Yeah. And then Jana is Sherpa 2. And I can also carry it for a while, so we will manage it. Simone was the first to start when we had a very, very steep descent on the road. So, die letzten Kilometer. Aber jetzt ist viel Verkehr. Da kann ich nicht viel in die Kamera reden, man versteht mich wahrscheinlich eh nicht. Nur noch ein paar Meter, dann sind wir da.
angekommen. Wahnsinn. Ich habe es wieder geschafft. Oh wow. Ich bin gerade überwältigt. Benny is coming. Hello. We arrived. Hello, hello. Yes, we arrived. You also arrived, Mel. Yes, yes, yes. Ja, jetzt kannst du dich ausruhen. I need to... Moment, before you film. One. I'm already filming, but... Yeah, you have to join us, of course. Exactly. The tired pilgrims. Very well. Dame la mano. Can I give you congratulations? Directly. Dame la mano. Ate, la mano. La mano. La mano. Make No. like, dámela, dámela. Dámela. La mano, ate. Dámela. No. Ate. Puteta. Ah, you need to. Ah, yeah. Puteta. Puteta? Yeah. Puteta. Puteta, ate. Aquí. Puteta. Puteta. No. No, she don't want. I'm done. I'm the best pilgrim. I'm exhausted. Meine Pilgerfüße werden gewaschen. So, ich habe jetzt mein Zertifikat noch abgeholt und ich werde es dir auch gleich mal zeigen. Hier bekommst du das Zertifikat und wenn du weiterlaufen willst, ist daneben auch direkt die Touristeninformation und da bekommst du den Pilgerpass für den Weg nach Finisterre. Das war jetzt allerdings schon geschlossen, macht morgen um 9 wieder auf und da ich eh noch einen Tag länger in Santiago bin, werde ich das morgen gemütlich erledigen. Hier ist mein Zertifikat. Und hier auch noch die Bestätigung über die Kilometer. Da sind jetzt allerdings die Kilometer von der spirituellen Route nicht mit eingerechnet, sondern nur der normale Camino Portugues Zentral. Für die spirituelle Route habe ich ein extra Zertifikat bekommen. Nach meiner Ankunft war ich noch schön mit Benny und Holly essen. Und deswegen habe ich meine Pilgerurkunde erst jetzt geholt, aber das war eigentlich perfekt, weil ich direkt dran kam. Und ich konnte dann sogar am Computer ausfüllen und nicht am Handy, sodass es ratzfatz ging und meine Nummer war schon aufgerufen, als ich dort war. Also super schnell. Und was ich total witzig fand, eine aus dem Büro dort hat mich erkannt und hat gemeint, ich wäre ein berühmter Facebook-Camino-Star. Dabei bin ich doch nur so klein und gar nicht wirklich bekannt. Aber ja, irgendwie war es ein schönes Gefühl. Und der Mann war auch total nett, der mir die Urkunde ausgehändigt hat. Und wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und jetzt gehe ich zur Unterkunft und ruhe mich ein bisschen aus, bevor es mit den anderen zum Abendessen geht. Ich fand es auch wunderschön, dass ich Roy auf dem letzten Stück noch getroffen habe und mit ihm dann zusammen einlaufen konnte in Santiago. Das war wirklich nochmal was ganz Besonderes, weil er die Tage vorher ein sehr netter Wegbegleiter war und ich die Zeit mit ihm sehr genossen habe.
Und durch die spirituelle Route und auch weil er nochmal Pause gemacht hatte, hatten wir uns dann ein paar Tage nicht gesehen. Und so war es schön, zumindest gemeinsam anzukommen. Okay, 1, 2, 3. So, ich bin jetzt gleich an meiner Unterkunft und werde einchecken und mich ein bisschen ausruhen. Und ich verabschiede mich schon mal für heute. Ich bin wirklich glücklich, in Santiago angekommen zu sein und freue mich aber auch schon auf den weiteren Weg nach Finisterre und Muxia. Und vielleicht werde ich vorher noch ein paar Aufnahmen vom Abend einblenden. Ich weiß noch nicht, ob ich meine GoPro heute Abend mitnehme. Das letzte Mal hatten wir dann vor der Kathedrale noch ein Tänzchen eingelegt. Vielleicht ergibt sich sowas ja wieder und das wäre schön, das einzublenden. Und ich hoffe auch dieses Video von meinem letzten Tag auf dem, vorerst letzten Tag, morgen mache ich Pause, letzten Tag auf dem Camino Portugues hat dir gefallen und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen lieben Kommentar und wenn du auch meine Reise nach Finisterre und Muxia weiterverfolgen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!